Ja, moin Leute, weiter geht's bei den ABC Murders. Wir sind gerade mit dem Mr. Cust, dem angeblichen Mörder, hier im Gespräch und ich glaube nicht, dass er es war, weil er einfach, ich glaube, er wird reingelegt. So, wir geben ihm mal das Schmerzmittel, damit wir weitermachen können. Take this. It will help you. Kann auch sein, dass ich mich täusche, aber die ganze Zeit, wo wir sagen, dass er es nicht war, kriegen wir hier halt diese Ego-Punkte. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, dass wir richtig sind. Fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders. Yes, I know. Oder doch? But I'm not wrong in saying that you do not know why you committed them. Ach, das kann ja auch wieder sein, stimmt. No, I don't. Dass er nicht schuldfähig ist, aber... Ah je. So. And what conclusions have you drawn? Ja, Plenty. dann lag ich falsch. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Ist Cust unschuldig? Was weiß man über Custs Gesundheit? Bluthusten. Er war mit Blut beschmutzt, hat Halsbeschwerden. Gedächtnisschwäche. Mental, physisch schwach. Nicht gerade das Profil eines Killers. Gibt es Indizien, die nicht mit Custs Schuld im Mordfall von Thurston übereinstimmen? Ja. Vielleicht das hier. Okay, nochmal. Gibt es Indizien, die nicht mit Custs Schuld im Mordfall von Thurston übereinstimmen? Zeitung über alle seine aufbewahrt, aber Custs Sammlung beginnt mit Thurston, also... Okay. Mrs. Marbury hat Custs Hemd, das an der Knopfleiste beschmutzt war. Er hatte keinen Grund, sie zu ermorden. Von Carmichael. Also Thurston ist ja der Carmichael. Im Mordfall von Thurston. Carmichael. So, was haben wir noch hier über Thurston? Okay, keine Ahnung. Dann rate ich. So, probieren wir es mal wieder aus hier. So, das erste ist es nicht. Weil das ist mir sonst, ist mir jetzt auch gerade zu unklar. Da gibt es jetzt auch keine wirklich deutlichen... So, die ersten beiden sind es nicht. Die ersten drei sind es nicht. So, man würde erwarten, dass das Hemd eines Mörders an den Ärmeln und nicht an der Knopf... Ach so. Ja gut, das kommt halt von seinem Husten, ne? Gibt es Indizien, die nicht mit Custs Schuld übereinstimmen? Also, was macht ihn unschuldig? Das hier? Und er hatte keinen Grund. Okay, dann ist es vielleicht nur, er hatte keinen Grund. Und er hat, na gut, was er behauptet. Ja, das mit dem Poirot. Nee. Die nicht mit Kastschild... Also das ist ja schon mal eigentlich sehr klar, oder? Dass er keinen Grund hatte, kein Motiv. Ja, das ist Quatsch.
Das ist auch schon wieder doof. Die ich denke, die sind es dann nicht. Toll. Tja. Nicht geschrieben hat. Dann machen wir es wieder so. Keine Ahnung. Ist wieder so undeutlich. So. Was haben wir jetzt? Zeitungsartikel. Aber Casts Sammlung beginnt mit Thurston, als hätte er den Fall erst später entdeckt. Als hätte er Poirot... Okay, man kann sich seiner Schuld noch nicht sicher sein. Kann man unwiderlegbar sagen, dass Cast schuldig ist? Das und das. Unschuldig. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. Aber er hat halt Gedächtnisverlust, ne? Also, but he does not know why. tja, gute What did Frage. Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then he confessed to them. He confirmed that he never typed the letters, then with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of kompliziert. crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. So. Ist Cast clever? In der Tat kommen wir auf diesen Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. Es war kein Vergnügen, er war immer krank im Zug, aber er musste seine Strümpfe in ganz England verkaufen. Behält seine... Blablabla. Unbedeutend. Sie wurde zu einer Stunde getötet, als die Straße voll mit Menschen war. Das ist ganz schön gewagt. So, der Mann hat Betty verführt, bevor er sie zum Strand genommen hat, wo er sie dann erdrosselt hat. Das kommt schon komisch. Ohne Scham. So, ein Kursbuch. Vielleicht mag der Mörder Züge. Ah, schade. Immer krank im Zug. Mag keine Züge. Impulsiv. Der Mörder hat Methode und bereitet seine Verbrechen gründlich vor. Er vergisst nie, seine intrigante Unterschrift zu hinterlassen. Sanft wie ein Lamm. So. Ohne das ABC-Kursbuch hätte ich Mrs. Ashton und Mr. Ashton und Fraser verdächtigt. Indem der Mörder seine Verbrechen unterschrieben hat, sorgt er dafür, dass man nur ihn beschuldigt. Auf gewisse Art und Weise ist es sehr großzügig von ihm. Dann kommt ja nur das mit dem Bleistift noch hin. Geizig. Also, es ist genau das Gegenteil. Cust's character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual or repetition in the choice of victims. Very well, you're right as always. So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of inquiry? What should I do? Have faith. Just give me 24 hours.
Das ist allerdings ein Problem jetzt, ne? Nach Hause fahren, ne? So, Taxi. To Whitehaven, please. Was Cust's zum... arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe one or two details. Details. Ah, mon ami. The devil is in the detail, as we say. Excuse me? Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait one moment, I will bring you my weapon. So. Ja, den Waffenschrank haben wir ja kennengelernt. Der ist ja hier links gleich, die Vitrine. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. I have to choose the type of bullets. Wenn schon richtig, oder? The revolver is loaded with blanks. Mist. Still have time. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. Nein, wenn schon richtig. So, aber was er damit jetzt vorhat, weiß ich auch nicht. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait one moment, I will bring you my weapon. Voila, I entrust you with my weapon. It has hardly been used, it is almost new. So, Telefon. Was hat der vor? Chief Inspector, is that you? Yes. Sorry, but we haven't found anything. Have you checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Well, never mind, I shall make do. So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guest coming up the stairs. Why have you brought us here, Mr. So, die Poirot? kennen wir doch. Since Cust's arrest, I thought it was all done and dusted. Miss Gray formally identified him, as well as Miss Barnard. Yes, and the stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, a case is not closed if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? Also das All muss these einer von den theories Vieren should be hier studied. sein. Let us now try and get our brain cells to work. Guck mal, die halten schon Hand in Hand da links. So, warum hat sich der Mörder in der Adresse geirrt? Weil die Leiche noch warm war, genau. Teile des Umschlags mit einer falschen Adresse. Ist nicht sehr bekannt. Warum hat sich der Mörder eine Adresse? Teil des Umschlags mit einer falschen Adresse. Die fehlerhafte ist nicht sehr bekannt.
Hm. Hm. Das ist jetzt eine gute Frage. Es macht alles keinen Sinn. Ach Mensch. Warum hat sich der Mörder an der Adresse geirrt? Also das können wir ausschließen, auf jeden Fall. Das ist eigentlich richtig. Der Rest ist naja, das hier können wir auch ausschließen. Das eigentlich auch. Das jetzt auch. Oje. Scheiße. Tja, dann müssen wir wieder erraten, ne? Also das hier ist ja klar, das ist Quatsch. Ach Mensch, ey. Und dann noch so viele Möglichkeiten, ne? Oh. Naja. So schnell, so lange dauert es auch nicht. Also, das ist es nicht. Wer hätte das gedacht? So, dann probiere ich nochmal das so aus. Die beiden hier, die müssen es ja dann eigentlich sein. Ah, Gott sei Dank. Er hat den Fehler vor... Ach, damit der Brief später ankommt, ne? Oh. Warum hat der Mörder seine Briefe an Hercule Poirot adressiert? Herausgefordert, ne? Nicht herausgefordert. Doch. Nee, doch nicht. Fremdenfeindlichkeit? Nö. Verstehe ich nicht die These, aber gut. You might like to explain your reasoning again. Of course. First of all, remember that the murderer made it a rule to always post his letter before the murder. He never digressed from that rule. However, in Churton, he encountered a problem. The village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected and the letter would have been on time. Jetzt verstehe ich. That is why the murderer Sonst hätten chose die me das as auch the recipient. mit falscher Adresse noch rechtzeitig zustellen können. Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do mad Naja, der men- ist ja... I mean, if he's mad,
He might have Genau. two very different sides. Genau das, was sie sagt. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of a psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. So, was weiß man über Cust? So, jetzt bitte mal besser. Ist beeinflussbar. Das kann auch wieder vieles sein. So, das ist schon mal von der Psyche her. Ja, das mit dem beeinflussbar vielleicht. Das passt auch schon wieder alles, ne? Oh, das ist auch doof. Das sind auch doofe Aufgaben hier. Das könnte auch alles wieder passen. Das ist, also wenn da so viele Sachen dann passen, das ist auch doof. Wieder nicht eindeutig. Deswegen, aha, mental fragil und manipulierbar. So, wie lässt sich Custs Anwesenheit an den Tatorten erklären? Hallo? So. So, das hört sich gut an und das eigentlich auch. Das eigentlich auch. Okay, wenn es das nicht ist. Ist auch schon wieder doof, ne? Sind auch wieder mehrere Sachen, die eigentlich passen könnten. Okay, das ist es definitiv nicht. Was haben wir hier jetzt? Das ist jetzt das mit den Zeitungen. Und das ist es auch nicht. Der Mörder hat Cust manipuliert, indem er ihn... Dr. Clark's patients' records provided a very useful list of potential victims, sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from three completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that? So. Sagen, dass ein einziger Mord für den Mörder von Interesse ist. Sagen, dass der Mörder Spaß am Morden gefunden hat. Sagen, dass der Mörder aus Vergnügen tötet, dass es 3 Mörder gibt. Tja, 3 Mörder? Das ist ja eigentlich Vergnügen. Ich weiß es nicht.
Nehmen wir das hier. The murderer first killed for money, but then began to enjoy it. But Mr. Poirot, the first murder was my aunt, and nobody had anything to gain from killing her. Ah, certes. Therefore, this is not what happened. Ja, dass es 3 Mörder sind, There is oder? not one murderer, So hatte ich but das 3 jetzt eben accomplices. verstanden aus seiner All used Erklärung. the same scenario. Do you mean that 3 murderers with quite different aims joined forces to create a smoke screen? Here's another question. Is it still necessary to find a motive for each crime? And the one in Andover poses problem. Why was poor Mrs. Asher killed? Indeed. It would be best to Auch forget nicht. this theory. Aus Vergnügen. Das ist ja wie das hier. Dann bleibt ja eigentlich Just nur das one oben murder links. was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only Ja. one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at 2 potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. Das ist ja Blödsinn hier. Donald, too, has been treated by the doctor. You're quite wrong, Mr. Poirot, and it shouldn't be difficult to prove. Oui, please excuse me. It was a slip of the tongue. This is what I wanted to say. Donald, Sir Carmichael was one of your firm's customers. We found a surveyor's doch unten report links. among these papers that proves it. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it. And you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark. That's ridiculous. Nicht beide. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Let us now try and get our brain cells to work. So, ist Donald clever? In der Tat, kommen wir auf diesen Mord zurück und Sie werden sehen, dass der Mörder ihn perfekt ausgeführt hat. So, jetzt müssen wir herausfinden, dass Donald clever ist. Ja. Ist Donald selbstsicher? Nee. Auch nicht. Auch das hier? Nee. Das hätte ich jetzt als letztes genommen. So, ist da ein Verführer? Würde ich sagen, das hier, ne? Beides nicht. Fein, mit dem Sie. Nee. Ach, ja sicher. Warum habe ich das dann am Anfang nicht gesehen? So, Marktzüge. Da bleibt ja nur das letzte hier. Das hatten wir ja schon. So, ist Donald impulsiv? Streit. Großzügig. Da bleibt dann das hier. Ladies and gentlemen, Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned.
Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Let us now try and get our brain cells to work. Aber den kenne ich nicht so gut wie jetzt Donald, ne? Ist Franklin clever? Sehr begabter. So, selbstsicher. Selbstsicherer Junge, ja. Verführer. Könnte sein, ja. So, Mark Franklin Züge. Eisenbahnkinder. So, ist Frank impulsiv? Und last but not least, großzügig. So, alles richtig, sehr gut. Es geht bergauf. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Mr. Poirot, your psychological studies are interesting, but your conclusions do not add up. Why would I have wished my brother's death? The inheritance is lawfully mine. I just have to wait. No, you had to act quickly. Because you are incapable of waiting. Really? Well, I am no murderer. You presented him as being a cold and patient schemer. Ah, das andere. Certes, normalement. But Lady Clark's imminent death precipitated events. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Poirot. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no, you know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà, light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, Bluffen. or I bluff. Bluffen. Ein Beweis erfinden. Ach komm, erfinden wir den One thing Beweis. proves it. A carton of placed cigarettes you stole from Mrs. Asher and found at your home. You have nothing on me. You're bluffing, Mr. Poirot. Ach, verdammt. Come on, Thora, there's nothing for us to do here. Don't touch me. Thora, I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching through your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? all right. Well played, I lose. Oh. The game's up. Don't come near me! Scheiße, und da sind richtige I'll Kugeln never let you drin. take me, Mr. Poirot. Okay, dann ist es wieder gut. Took the law into his own hands. He had no right. He should have paid for his crimes. I should have expected what he did. Come on, Poirot. Everybody makes mistakes. Exactly. Hastings, if one day I sound pretentious, please whisper these 3 letters in my ear. ABC.
They shall remind me that we all have our limits, even me. Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Donald Fraser and Megan Barnard married. Das war klar. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. And a few months later, to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Journal of an Innocent, the incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Ja, also, die Morde sind aufgeklärt. Ein nettes Spiel, muss ich so sagen. Werde ich vielleicht auch, wenn ich Zeit habe, in Zukunft häufiger mal spielen. So Point-and-Click-Adventures. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Wir haben hier jetzt noch Bonus. Ach so. Können wir angucken, was wir hier alles haben. Ja, wir haben 100%, 442 von 600 Ego-Punkte haben wir. Also so gut kannte ich den Poirot jetzt auch nicht. Da hätte ich die Bücher für lesen müssen wahrscheinlich. Aber so passt es eigentlich. Und ja, ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich bei anderen Projekten wieder, Leute. Macht's gut. Bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, nicht den Daumen hoch vergessen. Bis dann.